Die Aarhus-Konvention auf EU-Ebene. Im ersten Film haben wir darüber geredet, dass die Aarhus-Konvention aus 3 Säulen besteht. Hier geht es um die erste. Durch sie hat jede Person oder Organisation das Recht, Umweltinformationen zu erhalten, die sich im Besitz von Behörden befinden. Und eben auch von EU-Organen und Einrichtungen. Was sind denn zum Beispiel solche Umweltinformationen? Die Aarhus-Verordnung definiert genauer: Umweltinformationen sind sämtliche Informationen über den Zustand der Umwelt und der Natur, Faktoren wie Abfall, Strahlung oder Emissionen, also alles, was durch Menschenhand in die Umwelt freigesetzt wird, Maßnahmen und Politiken, die sich auf die Umwelt auswirken, Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts, Kosten-Nutzen-Analysen, den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, zum Beispiel bei Kontamination der Lebensmittelkette. Solche Informationen liegen zum Beispiel bei Generaldirektionen der Europäischen Kommission. Die sind jeweils für einen bestimmten Politikbereich zuständig, vergleichbar mit Ministerien auf nationaler Ebene. Man versucht also, indem man über ein Formular einen Antrag stellt, diese Informationen zu bekommen von der Generaldirektion Umwelt, GD Klimapolitik, GD Energie und weiteren. Wer kann denn alles Umweltinformationen anfragen? Alle Bürgerinnen, und zwar ohne Unterscheidung nach Staatsbürgerschaft, Nationalität oder Wohnsitz. Auch alle europäischen NGOs, die sich mit dem Natur- und Umweltschutz befassen, unabhängig davon, wo ihr eingetragener Sitz ist. Man muss nicht einmal einen Grund angeben. Und wie mache ich das nun? Tja, problematisch ist an der europäischen Umsetzung der Aarhus-Konvention, dass ein Anspruch auf Dokumentenherausgabe und nicht auf Informationsherausgabe kodifiziert ist, im Gegensatz zum Beispiel zur Regelung in Deutschland. Es ist nicht immer ganz einfach herauszufinden, in welchem Dokument die gewünschte Information enthalten ist. EU-Organe können die Herausgabe aber auch ablehnen, zum Beispiel zum Schutz sensibler Geschäftsinformationen. So haben beispielsweise Greenpeace Niederlande und das Pesticide Action Network Europe Zugang zu Dokumenten beantragt, die Informationen zur Erstgenehmigung von Glyphosat enthalten, denn das steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Hier wurde die Herausgabe abgelehnt, sodass die Umweltorganisationen die Herausgabe vor Gericht einklagen mussten. Leider nur teilweise erfolgreich in diesem Fall. Das heißt, dem Recht auf Umweltinformationen stehen in der Praxis noch manche Hürden im Weg. Dabei ist der möglichst einfache Zugang zu Informationen enorm wichtig, zum Beispiel auch für Journalistinnen, die über den Umwelt- und Klimaschutz berichten wollen, oder Wissenschaftlerinnen, die Daten für ihre Forschung brauchen, und natürlich für Umweltorganisationen, die sich zum Beispiel an umweltbezogenen Konsultationsprozessen in Brüssel beteiligen wollen. Was hinter der zweiten Säule, nämlich diesem Recht auf Beteiligung auf europäischer Ebene steckt, das kommt im nächsten Film.